Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aerofly FS2. Wir fliegen heute nochmal in der Schweiz und werden von Payerne nach Bierfeld fliegen, genau. Und da gefragt wurde, wie man sich hier Routen erstellt, ist eigentlich ganz einfach. Um den Start-Airport auszuwählen, klickt man hier und drückt dann den Airport, wo man starten will. Und wenn man landen will, drückt man auf das Flugzeug, das eben landet. Und wählt den Airport aus, wo man landen will. Und jetzt hat man da schon die Route erstellt. Man kann dann noch einzelne Wegpunkte hinzufügen, zum Beispiel so jetzt, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir nehmen einfach die Standardroute und wir sind eben noch mal in der Schweiz und ja, schauen jetzt mal im Fliegen noch kurz zum Wettereinstellung, Uhr, 13 Uhr, Wind, ja, Wolken auch, gut. Hier übrigens auch bei den Einstellungen gibt es mittlerweile mehr. Wir haben mehr Autopiloten-Einstellungen, auch Navigation mittlerweile, Kommunikation, Lichter, ja. Und wir starten jetzt einfach mal. Und wie ich das mache mit dem Flug, ob ich den wie letztes Mal rausschneide oder ob ich den diesmal drin lasse, das weiß ich noch nicht. Und das ist saulaut, das Gameplay. Ja, kriege ich jetzt nicht leiser. Schade. Gehen das nochmal hier. Warum ich das Video mache? Ich will mit euch über den Euro Flug-Simulator sprechen. Von Aerosoft, der demnächst rauskommen soll. Und darüber reden wir dann, wenn wir gleich gestartet sind und den Autopiloten anhaben. Als erstes müssen wir uns natürlich... Wie war das? Alles Zeit. Oh Gott. Ich bin gleich. Ich muss schauen, wo ich Zoom hatte. Sicht. Zoom, Number 6 und 9. Okay. Okay. Wir müssen kurz zu den Lichtern schauen. Denn wir brauchen natürlich jetzt die Landing Lights. Dann stellen wir noch kurz unseren Autopiloten zu halb ein. Wir haben einen Kurs, den wir fliegen müssen. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Speed, gehen wir mal ein bisschen höher. 250. Heading. Brauchen wir jetzt die Heading oder die andere? Ich weiß nicht. Welche Höhe? Ja, da gehen wir mal so auf. 7000. Genau. Und jetzt starten wir einfach mal. Klappen haben wir auf 2. Ich schau nochmal. 1, 2. Ja. Querruder geht. Höhe geht. Seite geht. Okay, das war... Oh. Das Flugzeug ist lauter im Leerlauf als mit ein bisschen Schub. What the fuck? What the fuck? Das Flugzeug hat im Leerlauf mehr Schub als... hä? Wenn wir hier mal auf die Drehzahl schauen. Ich bin jetzt im Leerlauf, gehe jetzt auf 2000. Ich gehe jetzt ein bisschen Gas, geht's so runter. Check ich nicht. Geil. So sieht übrigens ein Flugplatz in Aerofly FS2 aus, der nicht komplett detailliert ausgestattet ist, sondern eben nur so ein bisschen halt drin ist. Und ich würde sagen, wir heben jetzt mal ab. Irgendwas fast mit dem Schub nicht. So, eben wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Video mache, ob ich wieder den Flug so verkürze wie letztes Mal oder ob ich den diesmal komplett zeige, weil wir eben ja das Thema zum Sprechen haben. Fahren jetzt das Fahrwerk ein.
Sieht doch cool aus. So wie ich das jetzt sehe, müssen wir erstmal eine 180-Grad-Kurve machen, genau. Das machen wir auch jetzt gleich. Die fliegen wir noch per Hand und dann schaue ich mal mit dem Autopiloten. Aber die Grafik sieht doch echt gut aus. Können wir auch mal hier schauen. Das sieht doch auch cool aus. Fahren wir die Klappen ein. Nehmen mal ein bisschen Schub raus. Und jetzt schaue ich mir mal den Autopiloten an. Flight Vector versus V-Navigation. Flight Control. Navigation. Oh Gott, ich kenne mich hier gar nicht aus. Altitude. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Sieht nicht so aus, ne? Also, jetzt schauen wir. Es kann man auf jeden Fall einstellen, dass das Flugzeug der Route hier folgt. Ich probiere es mal so. Navigation, ja. Jetzt sieht es auch gut aus. Oder doch nicht? Doch, sieht gut aus. Jetzt brauchen wir noch Altitude. Und versus. Und nicht, dass er steigt. Jetzt nicht. Scheint zu funktionieren. Jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass er dem Weg folgt. Und dafür müsste er jetzt eigentlich links lenken und das macht er nicht. Doch jetzt. Aber der fliegt auch drüber. Oder auch nicht? Das passt. Ich hab den Autopiloten an. Das mit Speed lasse ich jetzt einfach mal. So, und jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Route, wie weit es noch ist. Dann fange ich nicht jetzt mal an zu erzählen. Ja, also Euro Flug-Simulator von Aerosoft. Das wird ein neuer Simulator werden. Allerdings soll es keine Art FSX werden oder X-Plane. Es soll ein Simulator werden, der einsteigerfreundlich ist und auch für Fortgeschrittene. Das heißt, es soll besonders einfach sein. Vielleicht könnten wir das mit dem Aerofly FS2 hier vergleichen. Man sollte eben, wie er im Moment ist, der Aerofly FS2, es kommt ja jetzt schon viel dazu. Wir zum Beispiel kurz den Landescheinwerfer ausmachen, aber man kann eben jetzt noch nicht so viele Knöpfe bedienen. Und so soll der ungefähr werden. Es soll eben genau für Einsteiger gemacht sein oder gemacht werden, die eben nicht eine komplexe Flugsimulation haben wollen, sondern die heimkommen wollen von der Arbeit, von der Schule, an junge Piloten, die direkt
fliegen wollen, wo der Lernbedarf nicht so hoch ist. Wenn wir uns anschauen FSX und zum Beispiel PMDG 737, da muss ich mich einarbeiten, da muss ich stundenlang lesen, üben, bis ich diese steuern kann. Also steuern nicht, aber fliegen kann richtig. Man muss sich einen Flugplan davon machen, den muss man berechnen, das dauert, das kostet Zeit, und wer eben das nicht will, für den ist wird dieser Flugsimulator gemacht. Was wird es geben? Es wird 2 Flugzeuge geben, was ehrlich gesagt etwas enttäuschend klingt, nur 2 Flugzeuge. Zum einen eine Beechcraft Baron 58. Ist schon 58, oder? Ich glaube schon. Die doppelmotorige eben. Und einen Airbus A320. Und auf dem Airbus A320 liegt auch das Augenmerk in dieser Simulation. Es stehen dem Spieler alle wichtigen Systeme zur Verfügung. Ich gehe aus von Autopilot und so weiter. Allerdings eben auch nicht zu kompliziert mit irgendwelchen FMC und so weiter ist nicht drin. Es gibt Videos schon über diesen Simulator, da ist das Vorfeld und so weiter von diesen Flughäfen ausgebaut und so weiter. Es fahren Fahrzeuge rum und ich erzähle gerade alles durcheinander. Also es sieht halbwegs gut aus. Allerdings, der nächste Punkt ist, in diesem Simulator werden nur 9 Flughäfen mitgeliefert in Europa. Was heißt nur 9 Flughäfen? Die sind dafür besser aus als im FSX, gehe ich von aus, als es fahren Autos rum und so weiter. Unter diesen 9 Flughäfen sind zum Beispiel Düsseldorf, London Heathrow, Nizza, was war noch dabei, Hamburg, Zürich. Diese sind in einer hohen Qualität und sollen mit vielen Details modelliert sein. Es sind eben auch so bewegliche Objekte auf diesem Flugplatz, wie gesagt, es fähren da so rum. Busse, irgendwelche Pushback natürlich und vielleicht so Kofferwagen und so weiter, und ja, das soll halt für so eine lebendige Atmosphäre sorgen, logischerweise. Sowas wie hier fehlt im Aerofly FS2. Wie es aussieht, ob da KI-Flugzeug oder AI-Traffic rumfliegt, das kann ich nicht sagen. Ich habe in einem Video gesehen, dass AI-Traffic auf dem Vorfeld rumfährt, aber ob die auch fliegen, das weiß ich nicht. Es wird einen Tag- und Nacht-Modus geben, allerdings nicht so wie FSX, Eurofly FS2, X-Plane, whatever, wo man 24 Stunden einstellen kann, sondern nur Tag oder Nacht. Allerdings haben die Entwickler dazu gesagt, wenn es gewünscht wird, beziehungsweise wenn das Spiel gut ankommt, der Simulator, dann wird auch ein 24-Stunden-Modus eingebaut werden. In der Zeit schauen wir ein paar Perspektiven durch, dass wir nicht nur im Cockpit sitzen und auch mal was Cooles sehen. Wo war ich denn jetzt? Was eben ist, Fluggebiet ist eben Europa, deswegen Euro Flug-Simulator, die 2 Flugzeuge, Beechcraft Baron 58 und Airbus A320 und eben 9 Flughäfen. Ich kann sie nochmal vorlesen: Hamburg, Düsseldorf, Zürich, Paris, London, Nizza, Palma, Kos, Antalya. Und dann gibt es noch verschiedene Spielmodien. Eins davon ist ein Tutorial. Keine Ahnung, wie ausgebaut es ist, das wird man dann sehen. Dann gibt es einen Zufallsflug, der macht dann, da hinten ist ja ein Flugplatz, fällt mir gerade aus, das ist aber nicht schon Bierfeld, oder? Nee, Bierfeld dauert noch ein bisschen. Aber war auch nicht so weit. Vorbeiflug. Sieht schon geil aus.
wir werden mal etwas von unserer Höhe runtergehen. Dann werden wir so auf 4000 Fuß gehen, würde ich sagen. Machen wir mal 5000 erstmal. Und zurück zum Euro Flug-Simulator. Es gibt eben den Zufallsflug geben, das heißt, die Strecken werden zufällig zusammengewürfelt, zum Beispiel Düsseldorf-London oder Zürich-London oder keine Ahnung, Zufall halt, logisch. Dann die normale Streckenauswahl heißt, ich mache meine eigene Strecke, so wie im Aerofly FS2 soll das auch so einfach sein. Ich drücke Startflughafen, ich drücke Endflughafen, fertig. Dann Zeit auswählen, Flugzeug auswählen, fertig. Dann gibt es eine Karriere, das ist ganz interessant, allerdings hört sich das schon wieder besser an, als es dann, denke ich mal, ist. Karriere heißt, es wird 9 Missionen geben, wenn ich mich recht erinnere, waren es 9. Und angefangen fängt man halt mit der Beechcraft bei 58, dass man vom Vorfeld zur Startbahn rollt. Dann geht es weiter mit Fliegen und irgendwann arbeite ich mich halt zum A320 hoch, bekomme Sterne und so weiter. Also so eine Art Karriere, die man dann halt vielleicht noch etwas, vielleicht wird sie ja noch ausgestalteter, mal schauen. Das ist übrigens gerade die Produktinformation von Aerosoft, die ich hier habe, die ich so ein bisschen durchgehe. Am Ende zeige ich dann nochmal mein eigenes Ding, was ich mir so darunter vorstelle. Was sie eben sagen, sonstiges noch, es ist einsteigerfreundlich, wie gesagt, keine vielen Knöpfe, für jedermann, jeder soll fliegen. Vielleicht auch für YouTuber, die sich eben nicht so mit Fliegen auskennen, die aber Lust oder Spaß am Fliegen haben, aber eben keine Zeit für eine PMDG oder sowas haben. Dann wird es Achievements geben, also irgendwelche Trophäen. Gibt es ja im FSX im Prinzip auch. Dann eben dieser Tag- und Nacht-Modium. Tag- und Nacht-Modi. Was auch interessant ist, es sind animierte Pilotenmodelle im Cockpit. Also du siehst dein eigenes Player-Model und du hast neben dir eine schöne Co-Pilotin sitzen. Inwieweit die sich jetzt bewegen mit Fahrwerk raus und Schub, weiß ich nicht. Übrigens da noch kurz dazu, bis jetzt sind nur animiert in diesem Simulator, im Euro Flug-Simulator, der Fahrwerkshebel und Schubhebel. Mehr soll auch nicht animiert werden anscheinend. Dann gibt es noch 3 Kameraansichten und originale Sprachaufnahmen mit echten Piloten. Das hat sich auch interessant angehört in dem Video. Wie die Checklisten durcharbeiten halt. Das war jetzt so die Produktinformation hier. Ja. Genau. Funkverkehr, originaler Funkverkehr soll auch mit dabei sein. Was macht uns im Beechcraft hier gerade? Warum hängt die so? Die sind viel zu langsam. What the fuck, wir stürzen gerade ab. Warum sagt mir niemand was? Scheiße. Jetzt muss ich mich erstmal darum kümmern, dass ich mein Flugzeug wieder in eine halbwegs komfortable Situation bringe, ungeschafft. Zurück zum Euro Flug-Simulator. Übrigens wird Release vermutlich Ende Oktober sein. Jetzt meine Einschätzung dazu, zu diesem Spiel, was ich davon halte. Es ist noch nicht draußen, das heißt, ich werde noch nicht so viel dazu sagen. Es wird übrigens 24,99 € kosten, was für 9 Flughäfen und 2 Flugzeuge, ja, gerade so, ne? Passt schon. Also, einsteigerfreundlich. Wird nicht viel bedienbar sein. Das ist schade, aber genau darauf zielt die Simulation ab.
Das heißt, es wird nicht so sehr was für mich sein. Was mir allerdings sehr gut gefällt, sind eben, da es zwar nur 9 Flughäfen gibt, aber diese 9 Flughäfen sind halt ausdetailliert. Ich muss also nicht irgendwelche Add-ons dazu kaufen, um schöne Airports zu haben. Das finde ich auf jeden Fall gut. Der Airbus, es gibt glaube ich 6 verschiedene Fluglinien, darunter Air Berlin, Thomas Cook, Lufthansa, British Airways, glaube ich, Air Force, keine Ahnung was, das sind glaube ich so ein paar. Ja. Ist halt eben nicht viel bedienbar, das ist so mein Ding, was für die kann ein cooler Simulator werden. Die Idee finde ich auf jeden Fall interessant, vielleicht kann man damit ja mehr Leute zum Fliegen begeistern. Also kann schon gut werden, allerdings 24,99 ist schon nicht wenig dafür, muss ich schon mal sagen, finde ich persönlich jetzt. Aber kann auch gut werden, also, ne? Ja, das ist auf jeden Fall so, was ich dazu sagen wollte. Ich weiß es nicht. Wird halt eben kein voll bedienbarer sein, aber kann schon trotzdem interessant sein. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass dann die langen Flüge sowieso langweilig werden, weil, ganz ehrlich, die sind schon im FSX für mich langweilig. Wenn ich da 5 Stunden, 2 Stunden am PC sitze und das Flugzeug fliegt von alleine, das finde ich schon fast langweilig. Und dann halt die Route berechnen und sowas, das finde ich schon noch interessant. Aber wenn ich das Route berechnen wegfallen lasse, wenn ich keinen Sprit mehr berechnen muss, wenn ich, keine Ahnung, nichts mehr machen muss, dann kann ich mir das schon langweilig vorstellen. Das Cockpit, die Grafik, vielleicht gehe ich da nochmal kurz drauf ein. Ich habe ja nur ein Video gesehen und ein paar Screenshots. Die Grafik, ja, sieht okay aus. Ich glaube, sie wird besser als im FSX. Ob sie mit dem Aerofly FS2 mithalten kann, weiß ich nicht. Was nämlich fehlt, sind 3D-Gebäude. Es gibt an den Airports, klar, das sind 3D-Gebäude, aber es gibt in Städten und so weiter keine 3D-Gebäude. Und inwieweit es sind Satellitenaufnahmen, wie eben hier auch, und wie weit da ganz Europa abgedeckt ist, weiß ich auch nicht. Das wird man dann halt sehen. Was ich halt sagen kann, der Airbus sieht von innen okay aus und von außen auch. Ich finde es jetzt nicht das Schönste, aber es ist okay. Kann natürlich auch durchs Video täuschen, aber es sieht okay aus. Passt schon. Zur Baron kann ich nichts sagen, weil ich die noch nicht gesehen habe. Es wird auch so Hilfen geben für Einsteiger, wie wann muss ich abheben, wo muss ich hinfahren, wo muss ich hinfliegen und so weiter. Ja. Also es kann für Einsteiger echt interessant sein, aber ich gehe von aus, dass für Leute, die mehr mit Flugsimulatoren bzw. mit Flugzeugen zu tun haben, eher nichts ist, meine Meinung. Ja. Werden wir mal abwarten. Da wir uns jetzt schon im Landeanflug befinden, brauche ich das Video auch nicht mehr viel schneiden. Weil weit ist es nun mal. Davon ist schon der Flugplatz. Und die Wolken hängen heute tief, fällt mir gerade auf. Also das fällt mir echt schon die ganze Zeit auf. Und hier ist es bergig, ne? Ich setze momentan noch viel Hoffnung rein in den Aerofly FS2, dass der eben noch schön ausgestaltet wird und ist nicht auch ein guter Simulator und könnte Konkurrenz zum FSX werden, wenn er noch ausgestaltet wird. Und es wird er ja momentan. Wieso zur Hölle drehen die Triebwerke so hoch?
doch nicht sein. Irgendwann kann es sein, dass es gab ein neues Update, das... Okay, bis zur Hälfte tut sie erstmal... Kann es sein, dass es durch das neue Update irgendwie kaputt gegangen ist? Mal schauen, hier Schubhebel. Doch, da dreht sich alles. Bis zur Hälfte, da passt alles perfekt. Aber der Schub von der Beechcraft passt, von der King Air hier passt hier gerade überhaupt nicht. Ich bin eigentlich im Leerlauf hier. Und ich bin wieder ein bisschen langsam. Weil die stellt sich schon wieder so hoch. Oder ich sinken muss. Wie soll ich nicht so landen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein bisschen starkes Ding gerade. Übrigens, beim Euro Flug-Simulator haben sie eben gesagt, falls das Spiel gut ankommt, können sie auch Flugzeuge nachbringen. Und ich habe gehört, bin mir aber nicht sicher, dass es auch Modding geben soll. Auch Flugplätze und so weiter können sie nachbringen. Ich mache mal den Autopiloten jetzt aus, ich will selbstständig landen. Aber der Schub geht gar nicht. Ja, wobei ich bin langsam, weil die drehen so fucking hoch. Ich habe vergessen, wo ich war. Und weil ich jetzt gesagt habe, nur 2 Flugmodelle, im Prinzip reicht ja ein Flugzeug, in dem man sich einfliegt, wenn es halt umfangreich wird. Also jetzt hier zu umfangreich ist, muss man sich in ein Flugzeug auch nicht einfliegen. Das heißt, ich weiß nicht, ob 2 Flugzeuge ausreichend sind. Oh Gott, der Flugplatz ist ja noch ganz weit weg. Und wir sind ein bisschen tief. Das werden wir mal sehen. Eben Release Ende Oktober zu einem Preis von 24,99 €. Eben nochmal kurz zusammengefasst, 2 Flugzeuge, 9 Flughäfen in Europa, 24,99 € Ende Oktober. Das war so die Kurzfassung. Und ja, mal sehen. Vielleicht bekomme ich ja eine Vorabversion zum Testen. Also fleißig liken und abonnieren. Dann kann ich sowas für euch testen. Aber was ihr echt machen könntet, das war natürlich nicht ernst gemeint, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja trotzdem mal ein Like da lassen oder auch mal abonnieren. Und wie es mit ILS-Autolandung in diesem Flugsimulator im Euroflight aussieht, keine Ahnung. So viel Information gibt es ja gleich noch nicht. Oh Gott, ich bin zu tief. Der Schub, der Sound passt überhaupt nicht zum Fliegen. Ich fliege halt mit 60 und der dreht so hoch, als würde ich 200 fliegen. Das ist meine schlechteste Landung. Etwas zu früh aufgesetzt, da wir ja im gestrichelten Bereich eigentlich nicht landen dürfen. Ja. Gut, im Endeffekt haben wir sie irgendwie runtergebracht, auch wenn der Sound momentan gar nicht geht. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Das ist Bierfeld, wir sind angekommen. Wir haben ein bisschen über den Euroflight gesprochen. Ich habe euch gezeigt, wie man eine Route eingibt im Eurofly FS2.
Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie gesagt ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich natürlich freuen, und wenn ihr wollt, könnt ihr dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Und bis dahin würde ich nochmal sagen, mit dieser schönen King Air verabschieden wir uns. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.